Unsere Expansion nach Westen hat ihr Ende am Rand der Welt gefunden. Ich will in Tingis eine große römische Stadt erbaut wissen, die unsere Grenze im Westen verankert und den Zugang zu Hispanien bewacht. Zahlreiche Kräfte in ganz Afrika und Mauretanien lehnen unsere Präsenz ab und werden heftig aufbegehren, wenn ihnen klar wird, dass ihre Passage nach Norden durch euch blockiert wird. Erwartet daher ständige Überfälle nomadisierender Stämme und möglicherweise besser organisierte Angriffe der wilden Numider. Tingis besitzt keine Eisenmine. Um Waffen zu bekommen, müsst ihr daher Handel treiben. Ich habe Karthago Nova angewiesen, euch alles zu verkaufen, was die Leute dort erübrigen können. Rechnet daher eine Handelsroute zu dieser Stadt ein, sobald ihr eure Legionen ausrüsten wollt. Und das sollte sehr früh in der Geschichte eurer Stadt geschehen, wenn ihr klug seid. Da ich glaube, dass eure Aufmerksamkeit durch den Bau einer großen Stadt und die Abwehr der ständigen Angriffe sehr mit Beschlag belegt sein wird, müsst ihr bei den Wertungen diesmal nur bescheidenen Ansprüchen genügen. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Tingis, der Rand der Welt. Wir befinden uns im äußersten Westen des Imperiums von Nordafrika an der Straße von Gibraltar, wo wir Tingis, das antike Tanga, gründen sollen. Mit einer Bevölkerung von 8000, einer Wohlstandswertung von 45, einer Gunstwertung von 55, einer Kulturwertung von 40 und einer Friedenswertung von 50. Mit 8000 Einwohnern wird Tingis schon eine sehr große Stadt werden. Die Wertungen an sich sollten keine Probleme für uns sein. Probleme werden uns nomadisierende Eingeborene und Numider bereiten, die unsere Stadt und Provinz oft und zahlreich angreifen werden. Auch hier werden wir schnell eine schlagfertige Armee ausbilden müssen, um Stadt und Provinz zu schützen. Gut, dann schauen wir mal in die Karte. Obwohl wir in Nordafrika sind, haben wir die Landschaft der zentralen Provinzen. Das heißt, der Radius der Brunnen ist 9 mal 9, wir haben eine normale Brandgefahr und Weizen wächst doppelt so schnell. Hier im Norden durchfließt ein Fluss die Karte. Und im weiteren Verlauf haben wir offene Flächen mit Wäldern, Felsformationen, Seen. Hier im oberen Bereich der Karte haben wir einen Hügel mit Zugängen und am Fuße dieses Hügels haben wir die landwirtschaftliche Nutzfläche. Eine zweite landwirtschaftliche Nutzfläche haben wir auf der anderen Flussseite. Gut, dann schauen wir mal, was wir produzieren können. Wir können Weizen und Gemüse anbauen. An Rohmaterial haben wir Ton und Holz. Und herstellen können wir Möbel und Geschirr. Schauen wir mal in die Imperiumskarte. Wir sind hier und unsere Handelspartner sind Caesarea. Caesarea kauft größere Mengen Geschirr und Möbel, verkauft uns Marmor, Wein und Fleisch in kleineren Mengen. Als Seehandelsroute haben wir Karthago Nova. Karthago Nova kauft ebenfalls größere Mengen Geschirr und Gemüse, verkauft uns Waffen, Olivenöl und Wein in kleineren Mengen. Unsere Exporte sind Möbel und Geschirr. Das ist nicht viel, was wir exportieren können. Allerdings, Geschirr können wir doch in größeren Mengen verkaufen, sodass wir unsere Importe, nämlich Olivenöl und Waffen, finanzieren können. Was ist also der Plan? Wir werden hier in der Mitte der Karte unsere Stadt gründen und bauen. Hier können wir die Nahrungsversorgung aufbauen. Hier werden wir unseren großen Handelsposten mit der Produktion von Geschirr und Möbel aufbauen. Und hier können wir ebenfalls die Stadt mit Weizen versorgen. Gut, dann beginnen wir mal mit dem Bau von Tingis. Dafür werden wir jetzt erstmal die Geschwindigkeit wieder runtersetzen. Und planieren, um genügend Platz zu haben, damit wir die ersten Stadtgebiete errichten können.
Ich habe jetzt unsere beiden ersten Stadtgebiete vorkonzipiert und ihr seht sofort, ich habe ein neues Muster, nicht mehr der 9×9 Block, sondern ein L-förmiger Wohnblock habe ich jetzt konzipiert. Und wie ihr wahrscheinlich erkennt, werden wir diese beiden Stadtgebiete natürlich auch nochmal hier rüber spiegeln, sodass ich hier wieder in der Mitte Platz für meinen Senat habe. Bevor wir aber soweit sind, werden wir erstmal das erste Stadtgebiet parzellieren. Wir haben jetzt hier schon die Wachstuben errichtet und natürlich Präfekturen, Ingenieursposten und den Arzt. Als nächstes werde ich die Schiffsbrücke bauen, weil wir werden das Stadtgebiet, das ich jetzt parzelliert habe, hier mit Nahrungsmitteln entsprechend versorgen. Wir haben jetzt hier auch eine kleine Siedlung errichtet für unseren großen Handelsposten. Ja, und dann würde ich jetzt mal sagen, warten wir bis unsere ersten Siedler unsere Stadt erreichen. Dafür werden wir jetzt mal die Geschwindigkeit wieder hochschrauben. In der Zwischenzeit werden wir noch die Prioritäten setzen. Ein guter Teil der Parzellen ist jetzt schon besiedelt und ich werde jetzt die Wasserversorgung sicherstellen. Und hier zeigt sich, dass halt bei Sonderformen wir einiges an Brunnen brauchen. Ich habe jetzt mal hier 2 Brunnen errichtet. Und wir sehen, dass wir hier diese kleine Ecke entsprechend auch noch versorgen müssen. Das heißt, ich brauche für ein Stadtgebiet tatsächlich 3 Brunnen. Wenn man bedenkt, dass wir für einen 9×9 Block nur einen Brunnen brauchen. Warum ist das so wichtig? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir pro Brunnen 4 Mitarbeiter brauchen, wie wir es hier bei der Wasserversorgung sehen. Das heißt, je mehr Brunnen wir bauen, desto mehr Arbeitskräfte brauchen wir auch dafür. Der ist hier verkehrt, der kommt hier hin. So, dann fangen wir mit dem ersten Exportgut an, nämlich Geschirr. Baue ich jetzt hier die 2 Lagerhäuser, stelle die ein. Dieses hier wird Möbel annehmen und dieses hier Geschirr. Gut, dann fangen wir direkt an mit den Tongruben. Baue ich direkt mal 2 Stück, dann können wir hier das hier verlängern, dann mache ich hier direkt auch nochmal ein 2×2 außen liegen das Wohngebiet und werde hier direkt auch schon einen Brunnen bauen. Der wird, glaube ich, noch von diesem Reservoir hier versorgt. So, wir haben jetzt hier unsere 4 Töpfereien gebaut und schon die Tempel für unsere Gottheiten. Und wir haben auch noch genug Arbeitskräfte, um die Nahrungsproduktion schon ans Laufen zu bringen. Ich werde aber jetzt hier noch Gärten setzen. Sehr gut. Dann parzelliere ich dieses Stadtgebiet hier auch noch, aber nur zum Teil, weil wir brauchen jede Menge Arbeitskräfte. So, dann eröffnen wir die Handelsroute nach Caesarea und werden Geschirr auf Export stellen. Wir werden auch direkt schon Möbel auf Export stellen. Ja, Venus ist etwas gereizt, dann sollten wir ihr doch mal ein Fest abhalten. Ja, beginnen wir mit der Nahrungsproduktion. Wir haben hier unsere Weizenfarmen. Der erste Weizen ist schon fast fertig geerntet. Ja, und unser Silo muss noch Arbeitskräfte haben, damit entsprechend der Weizen eingelagert werden kann. Wir erhöhen mal die Löhne und setzen die Steuern runter. Ich habe mich hier etwas vertan mit dem Bau, weil ich muss hier noch ein Silo bauen, damit der Weizen schneller hier eingelagert werden kann, weil der Weg hier ist zu weit zu diesem Silo. Deswegen baue ich jetzt hier das Silo auf und diese beiden Lagerhäuser muss ich noch versetzen. So, jetzt stimmt es und dann können wir jetzt den Markt bauen.
Ja, und dann kann jetzt dieses Stadtgebiet sich erstmal weiterentwickeln. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Wir haben relativ viel Arbeitslose. Beginnen wir direkt mit der Möbelproduktion. Die werden wir direkt hier etablieren. Fangen wir auch mit 2 Sägewerken an. Und dann können wir hier die Möbelproduktion starten. Mit dem ersten Bevölkerungsschub, den wir jetzt durch die Versorgung von Nahrungsmitteln bekommen, werden wir nochmal ein paar Farmen errichten, so 2 Stück. Und dann werden wir mit dem Bau unseres Militärs beginnen. Unser Militär werde ich hier errichten, in gewohnter Weise mit 2 Kasernen und der Militärakademie. So, dann wollen wir auch mal direkt das erste Fort bauen für die Wurfspeerträger. Das Militär setze ich hier im hinteren Bereich der Karte hin. Ihr habt diese Gelder ziemlich schnell ausgegeben. Versucht zumindest mit diesem Geld etwas länger auszukommen. Nochmal 2000 Dinari. Ach, ich bin so frech und baue direkt noch ein Fort für die Wurfspeerträger. So, dann will ich mal hoffen, dass wir jetzt gut verkaufen. Ja, ihr seht, das ist schon ziemlich gut, was wir hier verkaufen. Wir werden noch mal ein bisschen die Geschirrproduktion ankurbeln. Nochmal 2 Tongruben. Die können wir jetzt hier hinsetzen. Hier das ein bisschen umplanen. Das wird hier unser großes Töpfereiviertel werden. Ja, und ein Fest feiern wir auch für Mars. Ich hoffe auf den Schutzgeist. Dieses Silo werde ich jetzt auf Vordern stellen. Und dieses hier nimmt nur Weizen an. So kann der Weizen schnell hier in dieses Silo gebracht werden. Ja, jetzt brauchen wir natürlich Mitarbeiter. Parzellieren wir dieses Stadtgebiet noch. Na, ganz können wir es nicht parzellieren. Wir haben echt ziemlich viel mit unserem Geld hier geaßt. Mit den Exportgütern, die wir jetzt herstellen, kommen wir ganz schnell wieder auf einen grünen Zweig. Jawohl. Dann können wir das jetzt ja auch parzellieren. Hier noch den Arzt bauen. Und dann müssen wir auch dieses Stadtgebiet natürlich mit Wasser versorgen. Ja, und der Imperator hat seine erste Forderung. 5 Einheiten Geschirr. Ja, das sollte ja kein Problem sein. Bevor wir das aber dem Imperator zur Verfügung stellen, bauen wir mal eben hier mein Viadukt fertig. So, und dann können wir auch die Brunnen bauen. Eins hier, da und dort. Sehr gut, dann sind die jetzt auch alle versorgt. Ja, der Feind rückt näher. Da schauen wir nochmal in die Imperiumskarte. Ja, da werden wohl die ersten Angriffe bald erfolgen. Dann wollen wir dem Imperator mal schnell sein Geschirr zur Verfügung stellen. Das müssen wir jetzt erstmal hamstern. Ja, die Nahrungsmittelversorgung ist immer noch wichtig hier. Ja, wie gesagt, das geht recht schnell. Dann kann das direkt verschickt werden und Geschirr wieder exportieren. So, ich habe so eine kleine Siedlung jetzt hier noch errichtet, damit die Farmen schneller Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Ja, bauen wir weiter Geschirrproduktion aus. Ja, und wir bauen wieder Tempel. Ja, ich bin mit der Entwicklung eigentlich sehr zufrieden. Wir werden jetzt hier noch einen zweiten Markt bauen, weil das Stadtgebiet schon so groß ist, dass es nicht richtig versorgt wird. Wir werden jetzt auch hier noch ein paar Plätze errichten.
Ja, und ihr seht, wir verkaufen wirklich relativ gut. Als nächstes werden wir jetzt auch noch Möbel entsprechend weiter produzieren und weiter Geschirr, weil ich nämlich gleich die nächste Handelsroute aufmache, um Waffen zu importieren. Bevor wir nun die Produktion von unseren Exportgütern, Geschirr und Möbel weiter nach oben fahren, möchte ich gerne dieses Stadtgebiet mit Nahrung versorgen. Wir werden dieses Stadtgebiet nicht über diese landwirtschaftliche Fläche hier versorgen. Diese Weizenfarmen dienen ausschließlich der Versorgung von diesem Stadtgebiet hier. Bevor wir nun unsere Weizenfarmen für dieses Stadtgebiet hier entsprechend errichten, habe ich hier schon mal den Zugang hergestellt und mit einer Wachstube entsprechend versehen und habe auch schon hier das dritte Stadtgebiet konzipiert. Hier werde ich jetzt auch schon mal die Wachstube errichten. So, und dann werde ich jetzt hier schon mal die Silos bauen. Ich werde direkt 2 Silos bauen, nämlich hier und hier. Ja, und mitten im Aufbau unserer Nahrungsversorgung haben wir einen Aufstand. Dann schauen wir mal, wo die Aufständler angreifen. Okay, hier. Oh, das ist ziemlich weit von der Stadt noch entfernt. Okay, wir haben 2 volle Fort mit Wurfspeerträgern. Dann wollen wir mal direkt loslegen. Aufständler sind zwar nicht sehr stark, aber sehr schnell. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir relativ zügig diese ausschalten. So, dann wollen wir die nochmal drehen. Und ihr könnt ein bisschen näher hier rankommen. Ja, aber ich denke mir mal, das sollten wir schaffen. Aber wie gesagt, unsere Wurfspeerträger sind im Nahkampf nicht so stark. Ja, es wird heftig gekämpft. Ja, einer ist noch übrig, der ganz schön zäh ist hier. Irgendwie wollen meine Soldaten nicht wirklich ihn bekämpfen. So, jetzt komm. Den letzten bitte. Jawohl. Gut. Ja, das war ein sehr zäher Kampf gewesen und das eine Fort mit den Wurfspeerträgern ist ziemlich dezimiert worden. Ja, wie man hier sieht, das war schon ziemlich verlustreich gewesen. Rebellen sind doch ganz schön stark. Ja, ich werde hier jetzt gleich Folgendes machen. Wir werden diesen Bereich hier mit einer Mauer schützen. Wir haben jetzt genug Geld, damit, wenn hier Feinde angreifen, sie gezwungen werden, hier durch diese schmale Passage zu gehen und hier wartet dann meine Armee, um sie entsprechend zu vernichten. Gut, dann mache ich das jetzt mal, bevor da der nächste Angriff kommt. So, das sollte uns erstmal jetzt hier schützen. So, wir waren aber hier stehen geblieben. Dann wollen wir mal die auch anschließen, unsere Weizenfarmen. Und damit ist, glaube ich, die Nahrungsversorgung für dieses Stadtgebiet fürs Erste gesichert. Wir warten jetzt, bis entsprechend in den Silos genug Weizen vorhanden ist. Ja, wir haben wieder jede Menge Geschirr schon im Lager, aber wir wollten ja unsere Möbelproduktion weiter vorantreiben. Okay, Sägewerk und 2 Möbelschreinereien. Wir können jetzt das Dock bauen, das kommt dann jetzt hier hin. Und dann bauen wir hier das Lagerhaus. Dieses wird später Öl und Waffen annehmen. Dafür müssen wir natürlich die Handelsroute nach Karthago Nova eröffnen und Waffen importieren. Natürlich müssen wir jetzt hier die Lagerhäuser wieder einstellen. So, mit der Eröffnung der Handelsroute nach Karthago Nova können wir jetzt noch mehr Geschirr verkaufen. Ja, das wird bald besetzt sein, das Dock. Das heißt, wir werden auch jetzt hier
nochmal eine Tongrube bauen und 2 Töpfereien. Hier sind die Silos auch schon gut gefüllt. Bauen wir den Markt. Wir haben genug Geld in unserer Stadtkasse, dass wir jetzt das erste Fort für Legionäre errichten können. Das kommt dann hier hin. Ja, ich denke mir mal, militärmäßig sind wir ganz gut schon aufgestellt hier. Die ersten Waffen sind auch schon im Lager. Zeit für ein Fest. Und zwar für Neptun. So, jetzt wird es aber auch Zeit, dass wir unseren Senat bauen. Unseren Senat werden wir hier in die Mitte errichten. Da ist jetzt unser Senat, bauen wir die Straßen drumherum. Nun hat er ja keinen Zugang zum Arbeitsmarkt. Ich mache jetzt einen kleinen Trick, und zwar, wir sehen hier, dass hier, wenn ich hier ein Haus errichte, es mit Wasser entsprechend versorgt wird. Ja, bevor wir hier weitermachen, werden wir angegriffen von den Barbaren. Dann schauen wir mal, wo sie angreifen. Oh, wie günstig. Dann werden wir hier mal direkt platzieren. Ja, und die paar Legionäre, die wir schon haben, die schicken wir direkt dahin und dann werden sie jetzt von beiden Seiten hier angegriffen. Ja, besonders stark sind hier die Numider nicht unbedingt. Ja, das war es schon gewesen. Ja, sehr gut. Dann wenden wir uns mal wieder unserer Stadt und unserem Senat zu. Wie ich eben erwähnte, haben wir hier Wasserversorgung und ich werde jetzt hier jeweils ein Gebäude errichten. Genau hier. So, und werde dann hier Gärten drumherum bauen. Wenn wir später die große Insula haben, wird sie ja in 2×2 ausgebaut werden und dann kann ich hier entsprechend eine Straße dran bauen. So, und dann hat dieser Senat Zugang zum Arbeitsmarkt. Momentan ist das aber noch nicht der Fall, deswegen baue ich jetzt hier eine Parzelle hin, Ingenieursposten und eine Präfektur. Und in der späteren Entwicklung kann ich dann diese kleine Parzelle bzw. das Haus dann abreißen. Mit dem Senat können wir jetzt die Foren bauen. Die Foren errichten wir hier. Und dann können wir dieses Stadtgebiet hier auch mit Kulturgebäuden versehen. Eine Schule können wir bauen, eine Bibliothek und dann errichten wir auch schon das Theater. Die Künstlerkolonie errichte ich hier, dann passt das sehr gut zusammen. Ja, und hier entwickeln sich jetzt die Gebäude weiter. Die Steuern können wir entsprechend jetzt einstellen auf 7%. Und die 2000 Einwohnermarke haben wir jetzt auch schon geknackt. Gut, dann bauen wir jetzt mal wieder Tempel. Und zwar werde ich jetzt für die Tempel Folgendes machen. Ich werde diesen Berg jetzt hier mal bebauen wollen. Und zwar kommt hier meine Villa hin. Die thront hier oben. So, dann baue ich jetzt hier auf diesem Berg einige Tempel. Natürlich muss hier auch ein Ingenieursposten und eine Präfektur hin. So, und die werden dann hier von dieser Siedlung entsprechend mit Arbeitskräften versorgt. Ja, und ihr seht, wo jetzt dieses Stadtgebiet sich entwickelt hat, beziehen die Märkte jetzt auch Geschirr. Das heißt, man kann weiter noch Geschirr produzieren. Ja, und der nächste Angriff der Barbaren steht bevor. Das geht hier wirklich auch wieder Schlag auf Schlag.
Dann schauen wir mal. Ah ja, diesmal ist es an der Seite. Okay, dann stellen wir mal hier unsere Armee auf. Wir haben ja jetzt auch ein Fort mit Legionären. Ja, das ist schon auch wieder eine große Truppe hier, die uns angreift. Auch mit Speerwurfträger. Wir werden sie jetzt mal ein bisschen aus der Reserve locken hier. So, ihr könnt jetzt mal die hier ausschalten. Ja, und zwischen den Schlachtgetümmeln möchte der Imperator 10 Einheiten Geschirr haben. Okay, da muss er jetzt aber erstmal ein bisschen warten. Ja, und Mars segnet uns während des Kampfes mit einem Schutzgeist. Ja, und der hat auch direkt einige niedergestreckt. Jo. So, jetzt könnt ihr den Rest auch jetzt hier entsprechend mal beseitigen. Ja, die letzten 3 sind auf der Flucht. Gut, ja, das war auch nicht schlecht mit dem Schutzgeist. Dann könnt ihr zurück. Dann bauen wir jetzt mal direkt nochmal ein Fort für Legionäre. Waffen haben wir ja noch genügend da. Das ist gut. So, ich baue jetzt hier mal ein bisschen was um. Ich möchte nämlich hier einen Markt haben für diese Stadt hier. Dann werden wir das jetzt ein bisschen umbauen. So, und dann müssen wir natürlich noch unseren Imperator sein Geschirr liefern. Oh, da haben wir im Moment jetzt nicht viel. Da haben wir gerade verkauft. Okay, dann haben wir das mal eben. Ja, und wir können noch mehr Waffen von Karthago Nova kaufen. So, 10 Einheiten sind im Lagerhaus, das können wir verschicken und sofort wieder verkaufen. So, ich werde jetzt diesen Bereich hier auch mal durch eine Stadtmauer schützen. So, wir haben jetzt hier die Mauer soweit errichtet. Und ich werde jetzt hier auch nochmal eine kleine Siedlung errichten, um hier mit Türmen entsprechend zu arbeiten. Und schon wieder der nächste Aufstand. Hier, und wir haben ja jetzt hier unsere Mauer gebaut. Dann könnt ihr hin. Und dann kommen hier die Wurfspeerträger hin. So, und ihr werdet die Rebellen anlocken. So, mal schnell hier rüber. So, und da. Mitten in der Schlacht erreichen wir die 3000 Einwohner-Marke. Okay, ja, dann arbeitet euch mal da durch. Ja, das hat genauso funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann könnt ihr zurück. Sehr gut. Ja, das kommt jetzt auch ab und zu mal, dass die Stürmische See verhindert, dass unsere Handelspartner von Karthago Nova bei uns entsprechend handeln können. Wie geht's jetzt weiter? Ja, wir haben jede Menge Arbeitslose. Das sieht echt nicht so gut aus. Wir werden jetzt mal Amphitheater bauen. Die kommen hier in die Ecke. Die Gladiatorenschule kommt hier hin. Hier werden wir auch nochmal eine Künstlerkolonie und eine Gladiatorenschule bauen. Das passt auch sehr gut dahin. Ja, und wir brauchen dann doch jetzt auch mal Akademien. Und die baue ich jeweils hier hin. Ja, und Merkur segnet uns mit einem vollen Silo. So, ich habe jetzt das 4. Stadtgebiet vorkonzipiert und jetzt kann man sehen, wie sich hier diese Form allmählich ergibt. Dieses Stadtgebiet hat sich auch schon ziemlich gut entwickelt. Wir müssten jetzt allmählich Olivenöl importieren, aber da warten wir noch ein bisschen mit.
weil wir haben jede Menge Arbeitslose. Wir waren ja hier stehen geblieben mit den Türmen, die wir bauen wollen. Ja, und dieses Stadtgebiet kann auch einen Markt bekommen. So, wir werden jetzt hier Lagerhäuser bauen. 1, 2, das hier wird Geschirr annehmen und dieses hier Möbel. Wir werden nämlich jetzt hier in dem Bereich noch ein letztes Stadtgebiet aufbauen. Denn ich denke, mit den 4 Stadtgebieten werden wir die 8000 Einwohner nicht erreichen. Wir brauchen übrigens auch noch ein drittes hier, welches Olivenöl später fordert. Und das brauchen wir jetzt noch nicht so einzustellen, aber für später brauchen wir das. Ja, unsere Stadtkasse ist prall gefüllt. Jetzt beginnen wir mit dem Import von Olivenöl. Ja, die Forderungen nach Geschirr werden immer höher. Jetzt sind es schon 20 Einheiten. Das müssen wir hamstern. Bauen wir jetzt das Stadtgebiet, von dem ich gesprochen habe. Das werde ich jetzt hier hinbauen. Ja, und die Barbaren greifen schon wieder an. Ja, da müssen wir jetzt leider ein bisschen drauf warten. So, Geschwindigkeit runter. Gucken wir mal. Oh, wie schön. Direkt hier. Das gibt aber jetzt hier ein großes Durcheinander. Na, dann schauen wir mal. Sortiert euch erstmal. Ja, unsere Feinde haben noch nicht mal die Möglichkeit, sich zu formieren. Die werden direkt hier niedergemacht. Ja, man kann eigentlich gar nicht richtig erkennen, wer jetzt hier, glaube ich, wer ist. Ich glaube, der Kampf ist richtig erkennen, konnte man das jetzt nicht, aber ich denke mir mal, wir haben es geschafft. Und dann könnt ihr auch alle zurück zum Fort. Da habt ihr es ja nicht weit. Ja, widmen wir uns wieder hier diesem Stadtgebiet, was hier außerhalb des Zentrums liegt. Das werde ich jetzt parzellieren. Jetzt haben wir nochmal die Möbelproduktion hier in diesem Bereich mit dem außenliegenden Wohngebiet und hier nochmal die Geschirrproduktion. Dann können wir jetzt auch hier noch Türme bauen. Dann haben wir jetzt hier noch eine schöne Produktion von Möbel und Geschirr. Dann bauen wir jetzt hier nochmal ein paar Tempel. Ja, schaut euch an, wie toll sich die beiden Stadtgebiete jetzt entwickelt haben. Und hier ist mein kleiner Trick mit den großen Insulars. Da können wir jetzt nämlich das hier löschen. Können das jetzt hier ausbauen. Ich war schon ein bisschen vorbereitet. Ja, und dann baue ich jetzt nämlich hier in dieser Ecke und in dieser Ecke einen Ingenieursposten und eine Präfektur. Und dann finde ich, sieht das richtig gut aus. So, und als nächstes werden wir uns jetzt hier mit der Entwicklung dieser beiden Stadtgebiete beschäftigen und nach diese entwickeln lassen. Für die Besiedelung der beiden Stadtgebiete habe ich jetzt die Wasserversorgung hergestellt und wir besiedeln jetzt mal dieses Stadtgebiet. Wir haben auch jetzt hier schon die Verbindung der beiden Stadtgebiete. Wir werden jetzt hier ein Versorgungszentrum für dieses Stadtgebiet errichten. Und 5000 Einwohner zählt jetzt Tingis.
So, hier ist jetzt unser Versorgungszentrum. Dieses Silo wird hier Weizen fordern und dieses wird Gemüse nachher annehmen, weil wir werden jetzt eine zweite Nahrungsmittelart zur Verfügung stellen. Dafür bauen wir jetzt hier einige Gemüsefarmen. Dann errichten wir für dieses Stadtgebiet die Tempel. Ich werde jetzt noch etwas Marmor importieren. Dafür baue ich dann jetzt hier noch ein Lagerhaus hin, welches nur Marmor annimmt. So, und dann können wir auch hier jetzt die Stadtmauer errichten. Und der nächste Angriff der Barbaren startet. Okay. Okay, da greifen sie wieder hier an. Unsere Türme schießen schon. Ich werde jetzt hier ein bisschen von den Wäldern roden, damit unsere Armee hier sich besser aufstellen kann. Ja, dann schauen wir mal, wie dieser Kampf ausgeht. Ja, die Kämpfer sind zwar nicht stark ausgebildet, kommen aber sehr zahlreich hier jetzt vor. Ja, dann wollen wir mal schauen. Unsere Legionäre sollten das eigentlich jetzt hinbekommen. Mein Gott, ist das eine Menge an Kriegern. Oh, sie haben den Turm hier zerstört. Ja, aber ich glaube, gegen unsere Legionäre haben die Feinde keine Chance. Ihr könnt hier mal ein bisschen näher hin. Ja, das haben wir gut gemacht. Gut, der Turm ist leider zerstört. Wir haben kaum Verluste, nur bei den Wurfspeerträgern hier. Das ist schnell wieder aufgefüllt. Und der Turm ist auch wieder schnell aufgebaut. Ja, und der Imperator möchte weiter 20 Einheiten Geschirr. Das sollte auch kein Problem sein. 72 Einheiten in den Lagerhäusern. Wahnsinn. Ja, dieses Stadtgebiet hat sich auch schon sehr gut entwickelt. Wir haben aber auch 18% Arbeitslose. Ich würde jetzt vorschlagen, wir bauen unser erstes Kolosseum. Das möchte ich jetzt bauen. Und wir brauchen ein Löwenhaus dafür. Das errichte ich dann hier. Sehr schön. Ja, unser Kolosseum ist jetzt funktionsbereit und wir haben hier auch schon die erste herrschaftliche Insel. Wir haben 383 Arbeitslose, das ist jede Menge. Da hilft, glaube ich, nur eins, nämlich der Bau eines Hippodroms. Das errichte ich hier. Sehr schön. Und dann brauchen wir natürlich noch den Wagenbauer. Wo errichten wir den? Der kann dann jetzt... Ja, wir brauchen zwar das Hippodrom nicht, das ist jetzt wirklich nur dafür da, dass wir entsprechend Arbeitskräfte binden. Unser Hippodrom ist jetzt ebenfalls funktionsfähig und wir gehören zu einer der besten Städte im römischen Imperium. Na, das ist ja was. So, wie geht es jetzt weiter? Wir werden jetzt diese beiden Stadtgebiete auch voll entwickeln und dann schauen wir mal, wie viel Einwohner Tingis dann hat. Und auf die Wertungen werden wir natürlich auch schauen. Und wieder greifen uns die Barbaren an. Okay, das ist diesmal hier. Da können wir unsere Soldaten doch gut aufstellen. Das sollte
wirklich kein Problem sein für uns. Ja, und während des Kampfes 10 Einheiten Möbel für den Imperator. Aber wir werden jetzt erstmal diesen Kampf hier entsprechend schlagen. So, ihr könnt direkt hier die Fernkämpfer ausschalten. Ja, kurzen Prozess gemacht. Dann könnt ihr wieder zurück. Naja, ein Legionär haben wir verloren. Das ist zu verkraften. Ja, und dann schicken wir dem Imperator noch seine Möbel. Ja, und es ist wieder mal eine stürmische See. Ja, schaut euch Tingis an. Alle Stadtteile haben sich prächtig entwickelt. Wir haben jede Menge Arbeitslose. Da werden wir jetzt nochmal ganz viele Kulturgebäude errichten. Ja, und die Wertungen. Kultur haben wir geschafft. Wohlstand braucht noch etwas. Das muss sich erst noch entwickeln. Frieden haben wir geschafft und Gunst auch. Naja, und wir brauchen noch ein paar neue Bürger, um entsprechend Bevölkerungsziel zu erreichen. Dann werden wir mal jetzt hier dieses Stadtgebiet auch nochmal weiterentwickeln. Mit einem Badehaus und einem Amphitheater. Die 8000 Bewohner haben wir jetzt erreicht. Wir gucken noch mal kurz auf die Wertung. Und wir haben außer die Wohlstandswertung alles erreicht. Wir müssen jetzt noch das Jahr abwarten und dann denke ich mal, haben wir die Wohlstandswertung auch geschafft. Schauen wir uns Tingis nochmal in Ruhe an. Hier unser zentrales Stadtgebiet mit dem Senat in der Mitte. Unser großes Handelszentrum mit unseren Exportgütern, Geschirr und Möbel. Und hier der Tempelberg mit meiner Villa und unser kleines Kulturzentrum mit Bibliotheken, Akademien und Schulen. Unser hauptlandwirtschaftliches Anbaugebiet mit Weizen- und Gemüsefarmen. Und hier nochmal eine kleine Siedlung, wo wir noch zusätzlich Möbel und Geschirr produzieren. Ja, und natürlich unser Hippodrom. Ja, warten wir jetzt ab, bis das Jahr vorbei ist und beenden diese Kampagne. Wir haben es geschafft. Wir haben Tingis so entwickelt, wie der Imperator es haben möchte. Und wir werden befördert zum Prätor. Seid ihr nun ein Gouverneur oder ein General? Dank eurer guten Arbeit in Tingis müssen meine Legionen im Westen nun keinen Dienst mehr tun. Und ich kann sie in meine anderen Pläne mit einbeziehen. Ihr werdet immer mehr zu einer Schlüsselfigur in meinen Plänen. Das haben wir gern gemacht. Die Angriffe der einheimischen Rebellen und Numida waren jetzt nicht so stark gewesen, aber zahlreich. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es geht nach Gallien, nach Lutetia, dem antiken Paris. Das wird bestimmt spannend werden. Bis dahin, alles Gute, euer Dominus.